Allegra und hallo liebe Freunde der Rhätischen Bahn. Heute widmen wir uns der Dampflok mit der Betriebsnummer 11 der RHB. Die Lok ist auch bekannt unter dem Namen Heidi. Der Film erzählt von der Lokgeschichte, der Namensgebung und Heidi trifft auch das Krokodil und bespannt zusammen mit der Altbau-E-Lok einen Zug auf der Albula-Strecke. Natürlich fehlt auch nicht das Landwasserviadukt. Beginnen wir bei der Historie der Lok vor über 100 Jahren. Die Lok Nummer 11 zählt zur 4. Lieferserie der ersten Dampfloks für die Rhätische Bahn. Zwischen 1889 und 1908 wurden 16 Stück von diesen nahezu baugleichen C-Kupplern von SLM geliefert. Die Konstruktion entsprach der von SLM kurz zuvor für Sardinien gelieferten Loks, und hier sehen wir im Jahr 1973 in Monserrato eine dieser Maschinen vor der Aufarbeitung. Im Vergleich zu den Loks der ersten RHB-Lieferserie wies die Lok 11 bereits technische Verbesserungen auf. Da die Elektrifizierung und das Verkehrsaufkommen rasch voranschritten, waren die Tage für die 16 kleinen Dreikuppler-Dampfloks auch bald gezählt. Die Loks wurden ab 1917 verkauft. Unsere Lok mit der Nummer 11 und 2 weitere verblieben jedoch als Rangierloks und Dampfreserve bei der RHB. Hier sieht man bei Lok Nummer 11 die bereits vor 1939 angebrachten Rangiertritte mit Griffstangen. 1952 wurde der Roman Heidi verfilmt. Lok 11 bespannte dabei im Film einen Zug, was auch der Anlass war, dass man anschließend den Namen Heidi an die Rauchkammertüre schrieb. Lokführer Heinz Räls filmte damals bei der Rangierdienstprüfung, die er auf der Dampflok Heidi absolvieren musste. Und hier sehen wir nun am Prüfungstag den Lokführer-Anwärter Heinz Räs im August 1972 im Führerstand. Gleich geht es weiter mit der Historie der Lok 11. Wir befinden uns in Alverneu und beobachten die Heidi-Lok beim Umsetzen. Die Lok zieht über die Einfahrweiche zum Umsetzen hinaus. Im Hintergrund ist das berühmte Landwasserviadukt zu erkennen.
Mit Volldampf geht es jetzt in Richtung Albula Pass. Ziel ist Bergün, dort wird das 10-jährige Jubiläum des Bahnmuseums gefeiert. Auf dem Bergrücken ist die Ortschaft Schmitten zu erkennen und gleichnamiges Viadukt wird der Zug auch in wenigen Sekunden überqueren. Dann folgt ein kurzer Tunnel, bevor der Zug das mächtige Landwasserviadukt befährt. Gleich wird der Zug in Filisur eintreffen. Wir blicken zurück ins Jahr 1967, als diese Aufnahmen entstanden mit der Heidi-Lok. Neben den Rangieraufgaben war der kleine C-Kuppler wie hier zu sehen auch als Vorspannlok bei dampfgeführten Extrazügen zu sehen. Hier eine Trippeltraktion im Jahr 1967. Der betriebliche Aufwand bei Dampfloks war allerdings groß. Mit Ablieferung der dreiachsigen Dieselloks im Jahr 1975 wurde Lok 11 im Rangierdienst entbehrlich. Es folgte 1977 der Verkauf an die Modelleisenbahnfreunde Eiger 2 Lütschinen. Dort wurde die Lok 11 ab 1978 ohne den Heidi-Schriftzug eingesetzt. Hier Fotos der Lok aus 1979, die in Interlaken einen Extrazug bespannt. Die eingesetzten Plattformwagen stammen von der Berner Oberlandbahn. Im Jahr 1990 wurde die Lok abgestellt und gleich geht es auch weiter mit der Historie der Lok 11. Jetzt springen wir aber zuerst in die Gegenwart, wo Lok 11 das RHB Krokodil trifft. Im Jahr 2012 wurde das Bahnmuseum in Bergün eröffnet und zum 10-jährigen Jubiläum gab es eine große Jubiläumsveranstaltung mit vielen Extrazügen. Hier sehen wir mit der Heidi-Lok so einen Extrazug, der soeben das Wiesener Viadukt überquert. Im Bahnhof Wiesen wird es dann zur Zugkreuzung kommen mit dem historischen Zug aus Davos, der von einem RHB Krokodil bespannt ist.
Hier in Davos-Wiesen endet der Dampfzug und fährt dann später zurück in Richtung Filisur. Heidi setzt daher um. Heute ist auch direkt am Bahnhof Wiesen ein Freiluftgottesdienst angesetzt und dazu gibt es auch Musik. Durch die wilde Zübenschlucht rauscht auch schon das Krokodil an mit dem unverwechselbaren Klang der Kuppelstangen. Bautechnik, Eisenbahn und wildromantische Natur verschmelzen hier zu einem Ganzen. Genau das ist die DNA der Rhätischen Bahn. Nach rund 30 Minuten kommt der Nostalgiezug zurück aus Filisur. Die Dampflok Heidi macht sich bereit, denn sobald der Nostalgiezug die eingleisige Strecke frei macht, geht es für den Dampfextrazug weiter nach Bergün via Filisur.
In wenigen Minuten wird der Zug in Filisur eintreffen, was uns zurück zur Historie der Lok bringt. Wie Heidi im Roman, so kam auch die Lok Heidi zurück nach Graubünden. Nämlich im Jahr 2000, als der Club 1889 die Lok zurückkaufte und sie hier in der Remise in Filisur erst einmal abstellte. Die Lok wurde dann zwischen 2004 und 2015 revidiert und modernisiert. Kernstück war dabei der Kessel, denn die Lok wurde auf Leichtölfeuerung umgestellt, so kann die Lok auch bei Trockenheit eingesetzt werden, ohne dass Brandgefahr besteht. Es folgte die Zerlegung der Lok und der Abtransport des alten Kessels zum Umbau durch ein Schweizer Spezialunternehmen. Hier Bilder aus Mai 2007 vom neuen Kessel, der in Schaffhausen zum Transport nach Graubünden verladen wird. Anstatt einer Feuertüre gibt es nun ein Schauglas, um die 5 stehenden Ölbrenner zu beobachten. In der Mitte der ständig aktive Pilotbrenner und ringsherum die 4 Lastbrenner, die je nach benötigter Leistung zugeschalten werden. Ein weiterer Vorteil der Ölfeuerung ist, dass die Oberleitung nicht mehr verrußt. Nahezu 12.000 Arbeitsstunden investierten Freiwillige des Clubs 1889 in die Aufarbeitung der Heidi-Lok und auch finanzielle Mittel mussten beschafft werden. Den vielen Freiwilligen und Spendern sei Dank, dass die Lok betriebsfähig im strahlenden Glanz heute groß und klein erfreut. Jedes Detail ist perfekt restauriert und seit 2015 ist die Heidi-Lok wieder unterwegs auf den Strecken der Rhätischen Bahn. Wir sind unterwegs von Filisur bergab in Richtung Thusis. Die Lok, die Wagen und das Viadukt sind nahezu gleich alt, nämlich über 120 Jahre. Das historische Erbe der Rhätischen Bahn ist damit ganzheitlich und eindrücklich erlebbar. Über den Tunnel ist die Aussichtsplattform Hennings, benannt nach dem Oberingenieur der Albuler Linie, und aktuell wird hinter dem Tunnel auch ein Haltepunkt errichtet. Unser Zug, der soeben das Schmittentobel-Viadukt überquert, wird in Kürze sein Ziel erreichen, nämlich den Bahnhof Alverneu. Dort wendet die Lok und dann geht es Schornstein-Voran bergauf nach Bergün. Wir sind bereits kurz hinter Filisur, es geht mit rund 30 Promille Steigung hinauf in Richtung Albula Pass.
Die maximale Steigung der Albula-Bahn von 35 Promille beginnt erst ab Bergün, wo wir Heidi als Vorspannlok noch sehen werden. Der Zug hat den 698 Meter langen Greifenstein-Kehrtunnel verlassen. Es folgen etliche weitere Kunstbauwerke auf dieser Welterbestrecke, die man aus der Vogelperspektive besonders gut erkennen kann. In Bergün ist 10-jähriges Jubiläum des Albula-Bahnmuseums. Die Abschlussfahrt der Heidi-Lok geht dann als Vorspannlok hoch bis Preda und dann durch den Albula-Tunnel ins Engadin. Es ist Sonntagnachmittag und es gilt nun, den Zug zusammen zu rangieren für die Rückfahrt ins Depot der historischen Fahrzeuge nach Saarmäden. Die Heidi-Lok kuppelt ab und zieht vor, da weitere historische Fahrzeuge in den Zug eingereiht werden.
Die Elektrolok der Serie GE46 aus dem Jahre 1914 ist ebenfalls weit über 100 Jahre alt. Heidi kuppelt zum Vorspann an, und letzte Fotos werden gemacht, bevor die Komposition das steilste Stück der Albuler Bahn befährt. Wesentliche Filmorte beim Heidi-Film aus 1952 waren hier um Vergün herum, insbesondere die Ortschaft Latsch. Die Heidi-Lok und Heidi aus dem Film haben hier sozusagen ihre gemeinsame Heimat an der Albuler Bahn. Die Sonne steht bereits tief und letzte Sonnenstrahlen erleuchten den Extrazug. Zum Albuler Tunnel sind es noch rund 9 Kilometer mit 35 Promille Anstieg. Der Schatten liegt bereits im Albuler Tal, als der Zug das Albuler Viadukt 4 überquert. Bald ist der Tunneleingang erreicht. Aber vorher wollen wir in Naatz gleich nochmal den Sound der Lok genießen, die dort dann mit voller Leistung an uns vorbeizieht.